In allen, hoffentlich. Ich denke Gastgewerbe, in Reinigungsfirmen. Ich glaube, ich weiß es nicht, oft im Tourismus, glaube aber auch im Sozialbereich. Ich befürchte in nicht so gut bezahlten Jobs. Was man hört, ja. Die werden es schwieriger haben, weil sie einfach eine andere Herkunft haben und vielleicht nicht ganz anerkannt werden. Obwohl es eigentlich egal wo ist, woher man kommt. So. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Personen mit und Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Daher die enormen Probleme beim Zugang zu sozialen Gütern wie zum Beispiel Wohnung oder Versicherung. Ein großes Problem für Migrantinnen ist, dass ihr Diplom aus dem Ausland sehr oft nicht anerkannt wird. Die Folge davon ist, Migrantinnen finden schlecht bezahlte Jobs, schwierige Jobs, sie müssen oft wechseln oder finden sogar nur undokumentierte Arbeit. Das heißt aber, man bekommt keinen Lohnzettel und das hat ebenfalls wieder viele negative Konsequenzen. Ohne Lohnzettel keine Wohnung. Ohne Lohnzettel keine Verlängerung des Aufenthaltstitels. Und ohne Lohnzettel keine Krankenversicherung und so weiter. Aber auch ein legales Einkommen löst längst nicht alle Probleme. Die meisten Migrantinnen arbeiten in schlecht bezahlten Jobs. Sie haben dann zwar vielleicht einen Lohnzettel, aber trotzdem nicht genug Geld für die Miete. Mit Lohnzettel, aber ohne genügend Einkommen heißt aber auch, es gibt keine Chance auf Familienzusammenführung. Und weil das Geld nicht ausreicht, haben viele Migrantinnen oft 2 oder sogar 3 Jobs. Wo soll sie dann die Zeit finden, einen Deutschkurs zu besuchen? Aber ohne mindestens ein B1-Niveau in Deutsch ist es wiederum nicht möglich, einen unbefristeten Aufenthalt zu bekommen. Es ist also ein echter Teufelskreis, in dem ein Problem zum nächsten führt. Das alles macht es für Migrantinnen sehr schwer, finanziell unabhängig zu sein. Abhängig zu sein ist selbst schon eine Form von Gewalt. Sie macht aber auch die betroffenen Frauen noch anfälliger für andere Formen von Gewalt. Um hier etwas zu ändern, müsste man auf mehrere Ebenen ansetzen. Die Gesetze zur Migrationspolitik, zur Asylpolitik und zur Regelung der sozialen Güter sollen für alle, jedoch besonders für Frauen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Aufenthalt, die gleichen Zugänge und ein würdiges Leben ermöglichen. Auf gesellschaftlicher Ebene muss der Kampf gegen jede Art von Diskriminierung, egal ob in der Schule, beim AMS oder auf der Straße, verstärkt werden. Was können Migrantinnen selbst tun? Strukturelle und kollektive Probleme können nicht oder nicht nur auf individueller Ebene gelöst werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Migrantinnen sich nicht isolieren, sondern untereinander austauschen. Zuerst ist es wichtig, dass das Verständnis von Gewalt sich nicht auf Gewalt in der Familie beschränkt. Denn auch der Staat und die Institutionen können Gewalt ausüben. Wir nennen das strukturelle Gewalt. Jede Form von Diskriminierung, jede Form von Rassismus ist Gewalt. In feministischen Frauenberatungsstellen und Migrantinnenberatungsstellen geht es immer um beides. Einerseits darum, Frauen und Mädchen individuell zu beraten und zu unterstützen. Andererseits geht es darum, sich kollektiv zu stärken. Es geht darum, Ungerechtigkeit in Gesellschaft und Politik aufzuzeigen und sich gegen jede Form von Gewalt an Frauen und vor allem sich gegen Gewalt an Migrantinnen zu stellen. Bist du selbst Migrantin und möchtest du mehr erfahren oder bist du in einer schwierigen Situation? Oder möchtest du vielleicht andere Migrantinnen treffen, um dich in eine Gruppe auszutauschen? Dann komm in eine der Migrantinnenberatungsstellen. Sie können dich am besten unterstützen. Und wenn es aber keine Migrantinnenberatungsstelle in deiner Nähe gibt, wende dich an eine allgemeine Frauenberatungsstelle. Die Beraterinnen helfen gerne weiter und können dich auch in eine Beratungsstelle für Migrantinnen in Kontakt bringen. Alle Angebote sind kostenlos und in verschiedenen Sprachen. Eine Beratungsstelle gibt es sicher in deiner Nähe.